Mein Name ist Friederike Demand. Ich arbeite im Team Veranstaltungsmanagement des Rektorats der Uni Bonn. Und zusammen mit meinen Kolleginnen aus dem Team sind wir verantwortlich für die Organisation des Wissenschaftsfestivals am 9. Juli hier auf der Hofgartenwiese. Hinter uns wird fleißig aufgebaut für 2 Feiern am Wochenende, das Unifest und das Wissenschaftsfestival. Wie fühlst du dich jetzt, wo es endlich losgeht? Ich fühle mich gut. Wir sind im Team schon recht weit fortgeschritten mit den Planungen, haben schon viel erledigt und sind da recht zuversichtlich, dass wir das gut hinkriegen. Natürlich sind wir auch ein bisschen angespannt. Schauen wir mal, was da vielleicht noch für Eventualitäten auf uns zukommen. Das Wetter ist ja auch immer ein Faktor. Ja, aber wir sind zuversichtlich, dass das eine schöne Veranstaltung wird. Unser Unifest, die Absolventenfeier, hat Tradition. Das Wissenschaftsfestival hat am Sonntag Premiere. Was können sich die Kolleginnen darunter vorstellen? Die Kollegen können ein buntes Festival erwarten, das öffentlich für alle zugänglich ist, mit einem unterschiedlichen Programm. Es gibt Foodtrucks, es gibt Mitmachaktionen, es gibt die Wissenschaftsrallye, die sogenannte Trallye. Es gibt ein buntes Bühnenprogramm mit Musikacts, verschiedenen Bands, einer Physikshow und am Ende auch einem Social Dance, wo natürlich auch alle eingeladen sind, um mitzutanzen. Und wie ist die Idee entstanden, so ein Festival zu machen hier in Bonn? Ich habe ja gerade schon die Trallye erwähnt. Der Rektor Hoch und der Prorektor Zimmer, die hatten die Idee, diese transdisziplinären Forschungsbereiche, die bei der Uni Bonn ein Alleinstellungsmerkmal sind in der Bonner Stadtbevölkerung und natürlich auch bei den Mitarbeitern der Uni Bonn, präsenter zu machen und vorzustellen und ein bisschen nahbarer zu machen. Und dafür wird hier dieses Festival auch genutzt. Da wir am Vortag das Unifest hier haben, haben wir eine Infrastruktur, wie man sieht, die hier schon steht. Es werden Wege gelegt, Zelte gebaut. Und diese Infrastruktur werden wir nutzen, um dort dann das Wissenschaftsfestival stattfinden zu lassen. Kann man sich das so vorstellen? Da kommen ja wahrscheinlich die unterschiedlichsten Leute, die Ideen haben, die sagen, ich hätte gern das noch, ich könnte mir vorstellen, das. Wie kriegt ihr das so alles miteinander vermengt und gewuppt? Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Wir haben sehr, sehr viele Parteien, die viele Wünsche und auch Erwartungen haben. Und es ist natürlich für uns immer schwierig, die alle unter einen Hut zu bringen. Aber ich denke, jetzt, ein paar Tage vor Veranstaltung, haben wir das ganz gut geschafft. Wenn man sich das Programmheft so anschaut und den Lageplan, dann sieht das ja echt so aus, als verwandelt sich der Hofgarten in eine Art Flaniermeile. Kannst du noch mal so ein paar Dinge nennen, ja, so ein paar Highlights, die vielleicht passieren am Sonntag? Ja, so großes Highlight ist auf jeden Fall die Trallye, die Wissenschaftsrallye für Kinder und auch Familien. Da gibt es verschiedene Stände, an denen viel gelernt und ja, erforscht werden kann. Dann haben wir fürs leibliche Wohl gesorgt mit einer Foodtruck-Meile. Da gibt es, ja, kann man eigentlich eine Reise machen, kulinarisch einmal um die Welt. Dann haben wir das vom Hochschulsport, zum Beispiel den Contrainer da, wo man viele sportliche Dinge ausprobieren kann. Die Zirkusschule Don Meloni für die kleinen Gäste von unter uns. Und ja, da ist für jeden was dabei. Okay, ist ja mega vielseitig. Was sind denn da so die Herausforderungen, wenn ihr das alles managen müsst? Ich denke, eine große Herausforderung ist, alle Eventualitäten einzuplanen, zu bedenken und auch dann, wenn diese dann eintreffen, dann irgendwie eine Lösung parat zu haben. Man muss natürlich auch ein bisschen flexibel sein. Ich glaube, da mögen wir alle auch aus dem Team unser Job gerade deswegen. Und ja, wie ich vorhin gesagt habe, einfach die Wünsche unter einen Hut zu bringen. Da ist einfach viel, wo wir dann die Schnittstelle sind. Und was ist dein persönliches Highlight? Was sollte ich auf keinen Fall verpassen, wenn ich am Sonntag vorbeikomme? Ich habe selber jahrelang im Chor gesungen, deshalb freue ich mich am meisten auf den Jazzchor, der auf der Bühne auftreten wird. Viele kennen den ja auch aus dem Fernsehen. Ich habe das damals auch verfolgt und ich mag Chormusik und deshalb freue ich mich darauf am meisten. Was wünschst du dem Wissenschaftsfestival? Ich wünsche dem Wissenschaftsfestival auf jeden Fall gutes Wetter. Und ich hoffe, dass alle Besucher, die am Sonntag kommen, hier das Beste für sich rausziehen können, was lernen können über die Uni Bonn, die sich ja hier in der Vielfältigkeit präsentiert und die am besten alle BesucherInnen dann mit einem Lächeln von der Fläche gehen und sagen, das hat sich gelohnt, dass ich heute am Sonntag hierher gekommen bin. Heute koordinierst du hier so ein bisschen die Handwerker und die Aufbauarbeiten. Was ist denn am Sonntag, so kurz vor 12, dein letzter Handgriff? Ich werde am Sonntag auf der Bühne sein oder neben der Bühne sein und dort die letzten Absprachen treffen und den Ablauf betreuen.
Und ich denke, der letzte Handgriff wird das Verkabeln der Moderatoren sein. Das macht Bonn FM, 2 Studierende vom Campusradio. Und ja, die werden wir verkabeln und dann geht es um 12 Uhr los.